Hallo zusammen, mein Name ist Dimitra. Ich möchte heute gern euch ein Zeugnis geben und erzählen, was mir passiert ist. Und das liegt mir wirklich sehr am Herzen, da es die Möglichkeit gibt, viele Leute zu erreichen und dich auch, wo jetzt gerade das Video schaust. Ich bin in der Schweiz, wie ihr hört, mein Dialekt ist ein bisschen schwierig, aber ich denke lieber Hochdeutsch als Schweizerdeutsch, so kann ich mehr Leute erreichen. Das ist mir natürlich viel, viel wichtiger. Ja, also, es ist so, ich hoffe, es wird kurz und ich gebe mir natürlich Mühe, aber ich möchte wirklich eigentlich detailliert erzählen, wer ich bin und wie es dazu gekommen ist, dass ich das erlebt habe. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, genau ein Jahr, also ungefähr am 5. März vor einem Jahr wurde ich total verändert. Also habe ich ein neues Herz bekommen. Ja, also es ist so, ich bin eigentlich religiös aufgewachsen. Mein Vater ging viel in der Kirche mit uns am Sonntag. Wir haben jetzt nicht zu Hause gebetet oder viel über Jesus und Gott geredet. Wir waren eigentlich mehr oder weniger in der Kirche. Mein Vater hat in Chor gesungen und ja, ich habe so eigentlich Gott kennengelernt, aber ich wusste immer noch nicht, wer Gott ist, wer Jesus ist. Meine Geschichte fängt eigentlich an, dass ich in esoterische Weg eingegangen bin. Also das war wirklich nicht schön. Wusste ich auch nicht, dass es nicht in Ordnung ist. In dieser Zeit, es hat mir einfach gut geholfen. Ich dachte, es war alles in Ordnung und das war für mich eigentlich so ein, wie soll ich sagen, ja, das war so mein Inhalt in meinem Leben. Wir haben, ich muss so sagen, also früher, meine Großmutter, die hatte gerne Karten gelegt und die Zukunft gesagt oder hat eine Frage gestellt und hat sie dann ein bisschen über das erzählt. Oder sie hat auch diesen griechischen Kaffee oder türkischen Kaffee, gibt es ja auch, den Kaffeesatz gelesen. Mein Vater hat das nicht so gern gehabt. Ich kann mich noch erinnern, dass er immer gesagt hat, er hat das nicht gern zu Hause, solche Sachen und so. Aber ich wusste nicht, warum in dieser Zeit, warum er das nicht gern hat. Ich konnte es ja nicht ahnen. Ja, und mein erstes Buch ist ein Traumdeutungsbuch. Das habe ich auch zusammen mit meiner Großmutter in einer Zigeunerfamilie in Griechenland unten gekauft. Und da konnte ich eigentlich meine Träume deuten. Das war eigentlich bei uns kaum und gäbe, dass wir ein Traumdeutungsbuch hatten zu Hause und jedes Mal, wenn wir etwas geträumt haben, auch über das gelesen haben, was konnte uns dieser Traum uns sagen. Ja, ich habe auch Geister gesehen, also Verstorbene gesehen, auch als junges Mädchen, also 13, 14. Und daher wurde ich immer mehr in diese esoterische Weg reingegangen. Dann habe ich mir ein erstes parapsychologisches Buch gekauft und mein erstes Pendel, da war ich ungefähr 18, 19 und das. Und zusammen mit meiner Kollegin haben wir uns Zigeunerkarten gelegt. Das war alles Spaß und ja, ich hatte auch nichts, keine Hintergedanken und so weiter. Aber es ging immer tiefer und tiefer und tiefer. Ich habe dann in meiner späteren Zeit, also ich bin jetzt 49, glücklich verheiratet, 29 Jahre, 2 erwachsene Söhne, 27 und 23. Und in dieser Zeit hatte ich auch Karten gelegt. Also ich hatte viel Karten gelegt, habe auch viel Karten gekauft. Ich habe mir viele esoterische Bücher gekauft. Ich habe mich für viele Sachen interessiert. Dann habe ich auch Lebensberatung gemacht. Ich habe wirklich viele Leute. Ich dachte, ich helfe diese Leute, aber ich habe sie eigentlich nicht geholfen. Das weiß ich erst jetzt. Für mich ist das sehr, sehr schrecklich, dass ich das gemacht habe.
ich wusste es wirklich nicht, was ich gemacht habe. Ich habe gedacht, ja, ich helfe diese Leute, ich habe auch Geld für das verlangt. Im esoterischen Bereich ist es immer so, dass man eigentlich immer bezahlen muss oder Geld verlangen muss, um weiterzukommen. Ich ging so weit, dass ich dachte, ich muss jetzt irgendwie meine Kundalini-Schlange erwecken. Ich habe viel Meditationen gemacht. Ich habe mir auch selber fast die Tarotkarten hergestellt. Das heißt, ich habe wirklich mit Photoshop und so weiter meine eigenen Tarotkarten versuchen zu machen, dass es meine personalisierte Tarotkarten sind. Engelskarten und jeden Tag eine Karte gezogen, um dass mein Tag irgendwie besser wird. Ich habe mich dann auch für Reiki dann interessiert und Chakras und so weiter, reinigen, öffnen, diese Sachen im New Age Bereich, wo ich dachte, das war alles wunderbar und wunderschön. Ich habe auch viel Meditationen gemacht, jeden Abend Meditationen gehabt und auch noch außerkörperliche Erfahrungen erleben dürfen. Ich war auch zusammen mit einer guten Freundin in einem Seminar, wo man wirklich außerkörperliche Erfahrungen auch provozieren kann. Also das war wirklich, 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 wirklich übelst. Übelst. In dieser Zeit habe ich gedacht, wow, wunderschön, wie schön und man kommt weiter und man wird dann erleuchtet und man hat auch das Gefühl, ja, es wird alles besser und jedes Mal ist es vielleicht ein Stück besser gewesen, aber wir haben noch weiter gesucht, um es noch besser wird, also noch mehr Sachen gemacht. Ja, und dann habe ich dann wollte ich diese Reiki unbedingt machen, habe ich jemanden gesucht, also von der Schweiz aus, nach Deutschland, habe ich gedacht, das ist der Richtige. Wir sind extra dort gefahren. Mein Mann hat mich immer begleitet. Er hat immer das mich machen lassen. Er ist immer zu mir gestanden, egal was ich gemacht habe. Wir sind dort gegangen. Ich habe diese Reiki-Ausbildung gemacht. Also ich habe diese Reiki-Einweihung gemacht. Das Komische muss ich auch wirklich jetzt gleich vorab sagen. Wie gesagt, ich war ja nicht religiös, ich habe gemeint, ich glaube an Gott und das war aber nicht so. Wenn ich das jetzt mich zurückdenke, habe ich ja nicht an Gott geglaubt, weil ich habe ja eigentlich am Teufel gedient und nicht am Gott. Schlussendlich das ist leider so. Ja, und an diese Einweihung kann ich mich noch genau erinnern, das war auch sehr düster und ich habe gedacht, wow, das muss doch eigentlich schön sein, wenn man doch Reiki-Energie weitergibt und jemandem helfen kann und sich selber helfen kann. Und wir waren alle dort so, irgendwie so gesessen, ganz, ganz, ganz komisch und düster und dunkel war es. Und dann waren dort diese Lehrer, diese Reiki, also Meister und nochmal jemand. Und in dem Moment, wo er eigentlich diese Luft hineinblasen wollte, also uns diese Energie hineinblasen wollte, habe ich zum ersten Mal gedacht, oh Gott, wenn du denkst, es ist etwas Gutes für mich, dann lass es zu. Wenn du das Gefühl hast, es ist nichts für mich, dann bitte stoppe es oder ja, mach, dass es nicht zu mir kommt. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Wörter gekommen bin. Ich weiß nicht, wie ich an das gedacht habe. Das war schon krass. Also jedes Mal, ich denke auch ihr vielleicht, ich denke auch jeder von uns, wenn einem nicht gut geht, denkt man, oh Gott, bitte hilf mir oder oh Gott, bitte und so weiter. Aber wenn es wieder in Ordnung ist, dann macht man wieder sein Leben weiter. Also wenn man Gott braucht, dann muss man ja immer Gott sagen, aber sonst ist er ja nicht mehr da, oder? So habe ich das Gefühl gehabt. Dann hat er uns noch diese buddhistische Heilkunst auch noch eingeweiht. Ich glaube, wir waren 3 Tage dort, also ich persönlich. Mein Mann war im Hotel, also er hat mich nur gefahren und wieder abgeholt. Also war auch eigentlich mit mir, dass ich nicht ganz alleine bin. Ja, ich habe gedacht, oh, jetzt kann ich Reiki, 1. Grad und ich bin noch irgendwie buddhistische Heilkunst, ja, keine Ahnung was. Ja, das war für mich so wow und ich hatte mich auch besser gefühlt und dann habe ich weiterhin meine Chakras gereinigt mit Meditationen. Ich habe auch selber Meditationen geschrieben, dann habe ich auch ein paar Leute mit dem auch noch irgendwie
dachte, ich helfe die Leute, also das war wirklich, das war alles anders als Hilfe. Wenn ich zurückdenke, ich habe mich auch bei ein paar Leuten auch schon entschuldigt für das, also ich wusste wirklich nicht, was ich gemacht habe. Ja, und da ging das einfach so weiter. Also wirklich sehr viel, also auch bei mir zu Hause hatte ich Buddhas aufgestellt, ich hatte immer diese Räucherstäbchen, ich habe eine schamanische Ausräucherungskurs gemacht, also ich habe wirklich, ich ging immer tiefer, dann habe ich mir online Engelsmedium-Kurs gekauft, den habe ich Gott sei Dank nicht fertig gemacht, also es war am Anfang schon. Ich dachte immer, warum sehen die Leute alle so komisch aus, wo eigentlich sie Gutes bewirken möchten, wo sie eigentlich schon erleuchtend sein müssen, oder warum sehen die alle so krank aus und sind so düster, und das hat mich immer schon, da hatte ich immer schon hinterfragt, das stimmt doch etwas mit denen selber nicht, ja. Ja, also, aber ich dachte, ja, dann habe ich gedacht noch, ich möchte Medium werden, da ich ja sowieso schon Geister sehe, möchte ich eigentlich auch mit den Toten kommunizieren und so, damit auch Leuten helfen. Eigentlich war mein Hintergrund immer, ich möchte den Menschen helfen. Das war eigentlich immer der Hintergrund. Und natürlich auch immer das Geld. Ja, man kann helfen und bekommt man auch Geld für das. Also es war wirklich, man ist immer mehr in diese Spirale reingekommen. Ich habe es selber nicht mehr gemerkt, dass ich so tief gefallen bin. Ich hatte in jeder Ecke meiner Wohnung irgendetwas, wo mir Glück bringt, keine Ahnung, ein Froschgeld, bla bla, ein Baum, ein Glücksbaum und. Ja, also das war wirklich, wirklich, wirklich erschreckend. Wirklich schlimm. Ja, dann ist mein Schwiegervater gestorben an Leberkrebs. Und dann habe ich meinem Mann gesagt, schau mal, jetzt musst du unbedingt dich nochmal checken lassen, weil er hatte nie gute Leberwerte. Also wir kennen, wie gesagt, jetzt 29 Jahre, und er hatte immer schlechte Leberwerte, und er hatte eigentlich, also kein Arzt hat ihm gesagt, ja, ich schicke dich zu einem Spezialist oder so, zum ein bisschen besser schauen, sondern jeder Arzt bisher hatte immer gesagt, ja, du hast eine Fettleber, du müsstest besser, also gesünder essen und schauen, dass du ein bisschen Gewicht noch abnimmst und so weiter. Mein Mann hat auch viel geraucht, ja, und Alkohol eigentlich gar nichts, nur ab und zu ein Bier, wirklich, also wir haben auch nie Alkohol, ich rauche zum Beispiel auch nicht, habe auch nie geraucht. Und ja, dann ging er zur Untersuchung, und da hat er gefunden, ja, die Leberwerte sind wirklich nicht gut, und durch das ja mein Schwiegervater leider an Krebs ja gestorben ist, an Leberkrebs, hat der Arzt dann gesagt, okay, machen wir so, wir schicken dich zu einem Spezialisten, zum das nochmal genauer anschauen, dann kann er das besser anschauen, diese Leber. Ja, und dann hatten wir diesen Termin, dann gingen wir zu diesem Spezialist, das war Dienstag, Ende Februar letztes Jahres, und dann hat der Arzt gesagt, also nach dieser Untersuchung und alles, er hat auch eine spezielle Maschine oder was auch immer, dieser Ultraschall das auch ist, oder, hat er gesagt, die Leber sieht nicht gut aus, ist verhärtet, und dann hat er uns einfach eine Schablone auf den Tisch gelegt, ein Papier mit Farben, mit Skalas, und dann hat er gesagt, da ist er. Und die Skala war für Rot. Dann habe ich gedacht, ja, aber er hat es nicht mal richtig erklärt. Er hat nur gesagt, ihre Leber ist so verhärtet. Er hat nichts anderes gesagt, nur das. Es sieht nicht gut aus. Dann hatten wir noch einen Termin, um das Ganze besprechen nochmal, und dass er die Leber nochmal anschauen kann und eine Magen-Darm-Spiegelung machen kann, genau. Dann sind wir nach Hause gegangen, und mir ging einfach diese Schablone nicht mehr aus dem Kopf, dass es rot war und was ist jetzt los, also das war so wie, ich war so in einem Schockzustand.
Dann sind wir nach Hause gegangen. Mein Mann war eigentlich ruhig, also ruhig, ja, er war eigentlich relativ ruhiger als ich. Und ich musste natürlich immer alles, ich musste alles herausfinden, muss alles wissen, was los ist. Also ich konnte nicht einfach jetzt sitzen und warten und ja gut, auf den nächsten Termin und gut dies und alles weiß und so weiter. Ja, und dann habe ich gegoogelt und ich versuchte natürlich diese Schablone, diese Formulare herauszufinden, was es ist, warum und wieso, weil der Arzt hat das selber nicht wirklich erklärt, er hat nur das gesagt, fertig. Und dann habe ich herausgefunden, dass es eine Leberzirrhose sein könnte. Weil es ist ja noch nicht bestätigt gewesen, aber es deutete alles auf diese Diagnose hin. Das war dann eben Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, habe ich alles das so gesucht. Ich war völlig außer mich, ich konnte nicht mehr denken. Ich dachte, oh, ich muss ihm jetzt helfen, ich habe so viel doch gelernt, ich kann doch so viel machen, ich kann doch Reiki machen, ich kann doch, keine Ahnung, ich kann Chakras, ich kann Meditationen machen, ich kann diese buddhistische Heilkunst an ihn anwenden. Ich muss ihn irgendwie retten, ich muss ihm irgendwie helfen, dass sein Leben wieder in Ordnung bringen. Ja? Also ich war total fertig. Dann war es Samstagabend, ich ging früher schlafen, meistens gehe ich ein bisschen früher schlafen als mein Mann und man hockt ein bisschen noch auf dem Sofa und macht was noch im Laptop und ich gehe gerne etwas schauen oder hören und einfach so ein bisschen vorher einschlafen. Dann ging ich im Bett. Ich war total fertig mit meinen Nerven. Ich wollte nur noch, habe alles Mögliche in meinem Kopf gehabt. Wie kann ich ihm helfen? Also ich kann jetzt ihm alles zusammen machen. Ich habe gedacht, oh, Religion und Heilkunst und dann war ich total außer mir. Also es war so viel Durcheinander in meinem Kopf und ich wusste nicht mehr, wo mein Kopf steht. Also das war für mich wirklich schlimm. Dann bin ich dort gelegen und dann habe ich gedacht, es ist so. Dann habe ich gedacht, einfach in dem Moment auch ausgesprochen, wirklich und geweint und dann sagte ich, bitte Gott, nimm mich vorher, ich möchte das nicht erleben. Nimm mich vorher, nimm mein Leben, ich will vorher sterben, bevor ich das erlebe, bevor ich das erleben muss bezüglich meinem Mann. Und in dem Moment, wo ich das erzählt habe, also in dem Moment, wo ich das gedacht habe, ich war ja noch wach, einfach so auf einmal stehe ich vor ihm. Ich bin einfach vor Jesus gestanden. Also das war so echt, das war wirklich so echt. Ich bin einfach vor Jesus gestanden. Und neben Jesus hat es einen Weg darauf. Es ging so wie ein Weg darauf. Er war aber nicht vor dem Weg, sondern er war neben dem Weg. Er war wunderschön groß. Er hatte so ein helles weißes Gewand an und ein rotes Tuch, also ein rotes Gewand, etwas über ihn so drauf. Und er war groß und hat geleuchtet. Und dann habe ich nur gedacht, wow, das war sowas von schön. Und dann habe ich rannte ich so zu ihm, wie ein kleines Kind. Ich war auch wie ein kleines Kind, also ich habe mich nicht jetzt wie eine erwachsene Person gefunden, sondern ich war ein kleines Kind in dem Moment und ich rannte einfach und dachte nur, es war wirklich unmöglich, so etwas zu erleben. Ich rannte zu ihm, ich nahm seine Hand, seine linke Hand, weil es war so, seine linke Hand, habe ich sie geküsst. Dann habe ich
mich auf den Boden geworfen, auf die Knie geworfen, habe ich seine Füße geküsst. Dann habe ich mich bin ich wieder aufgestanden, wieder seine Hand geküsst. Dann wieder auf dem Boden seine Füße geküsst. Also ich hatte nur noch, ich war total außer mich, dass ich ihn gesehen habe. Ich war total hin und weg und ich konnte in diesem Moment nicht verstehen, wo ich bin, da ich eigentlich ja wach war. Und dann ich spürte etwas, wo ich kann es nicht sagen, ob er mich aufgelupft hat, weil ich weiß auch nicht mehr, weil ich runter und raufgegangen bin und ihn geküsst habe, dann habe ich dann irgendwie gespürt, dass ich so wie jemand mich lupft oder er mich lupft. Und in diesem Moment war ich gleichzeitig in meinem Bett wieder und ich habe ihn gespürt und gesehen, er war neben mir, links neben mir am Sitzen. Es war nur noch am Leuchten. Das war so hell neben mir und es war auch groß und hell. Und dann habe ich auch wie gespürt, dass er mich mit der rechten Hand über mich gestreichelt hat. Also er war wirklich so mit der Hand am Streicheln und es hat richtig elektrisiert. Also ich spürte wirklich alles. Und in diesem Moment schaue ich auf mein Herz und mein Herz war offen, es leuchtete, es war hell, es war richtig hell, es hat richtig geleuchtet, das war so hell. Ich konnte mein Herz wirklich sehen und in diesem Moment habe ich mich auch beruhigt und entspannt und ich habe so, es war so wie ein Stein von meinem Herz gefallen. Also es hat sich so warm, heiß gefühlt und das war wirklich wunderschön in diesem Moment, dass ich das gespürt habe und gesehen habe und es hat mir auch keine Angst gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, es ist etwas Komisches oder etwas, keine Ahnung, es war einfach das hier und ich spürte einfach, da passiert was und ich habe mich so beruhigt gefühlt, diese Liebe, das war so stark, ich habe so geweint von dieser Liebe. Also ich hatte nicht mehr geweint, oh, ich kann meinen Mann irgendwie nicht her, ich habe nur geweint, dass ich diese Liebe gespürt habe in diesem Moment. Und gleichzeitig, wo das Ganze passiert ist mit mir, habe ich ihn gesehen dann bei meinem Mann hier auf dem Sofa. Ich habe meinen Mann dann gesehen von dem Zimmer aus, ich meine Vision und er weiß auch nicht, wie ich das erklären kann, habe ich ihn gesehen sitzen mit seinem Kopfhörer und seinem Laptop und neben meinem Mann auf die rechte Seite war Jesus und hat seine Hand, hat er über sein Leber drauf getan. Und ich dachte, was passiert hier? Das war so stark in diesem Moment, also ich konnte es einfach nicht in Worte fassen. Es ging auch so schnell alles und gleichzeitig, wo ich ihn gesehen habe, dass er da ist, war er aber auch gleichzeitig bei mir und er hatte mit seiner anderen Hand, das ist jetzt wirklich krass, aber er hat wirklich mit seiner anderen Hand in meinen Darm reingefasst. Ich habe es sogar gespürt. Ich habe einfach diese Energie oder diese Hand einfach gespürt von ihm, das Ganze habe ich gespürt in meinem Darm, in meinem Dickdarm und dann habe ich noch einen Schmerz, weil ich habe das Gefühl gehabt, er hat zusammengedruckt, ja, und ich wollte schreien, weil das war alles zu viel. Gleichzeitig habe ich noch Weihrauch gerochen, also gleichzeitig habe ich in meinem Zimmer intensiv Weihrauch gerochen. Das hat mich so beruhigt, das sind Sekunden, dass das passiert, Sekunden, also ich kann es nicht erklären, das sind so wirklich Sekunden passiert und dieser Moment, wo er die Hand rein hatte, bei meinem Mann war, bei mir war, es war so überwältigt viel, was ich erlebt habe mit meinem Herz, das Gefühl hier, dass er mich streichelt, bin ich eingeschlafen. Ich bin einfach eingeschlafen, ich habe auch nichts geträumt, ich weiß auch nicht mehr was oder wenn ich etwas geträumt habe, kann ich mich nicht erinnern. Bin ich am nächsten Morgen aufgestanden und ich war ein ganz anderer Mensch. Ich war definitiv nicht mehr diese alte Dimitra. Die gibt es nicht mehr in dieser Version. Ich bin gestorben in dieser Nacht. Ich bin neu erwacht in dieser Nacht und okay, ich habe gemeint, ich will nicht mehr weiter. Moment. Okay.
also, Entschuldigung. Okay. Okay, also und dann bin ich am nächsten Tag aufgestanden und ich war einfach total verändert. Total. Okay. Dann wollte ich sofort, also ich war noch im Bett, da habe ich angefangen zu weinen, weil ich hatte dieses Gefühl wieder wie, also ich hatte das Gefühl wieder wie diese Nacht, wo ich ihn gesehen habe. Das war so schön, diese Liebe, das kann man nicht, das kann man nicht in Worte fassen. Diese Liebe ist so, so stark, wirklich. Er war so wunderbar. Also, und dann habe ich dann habe ich etwas gesucht, die Bibel. Habe noch nie in meinem Leben wirklich die Bibel gelesen. In dieser Zeit, wo ich jung war, hatten wir das in der Schule, aber ich habe wirklich nie wirklich richtig die Bibel gelesen. Okay. Ach, Entschuldigung. Und dann habe ich dann nach Predigt geschaut, also jemand, wo etwas predigt. Also dann bin ich aufgestanden, ich war total außer mir, ich habe nur noch geweint. Ich wusste nicht, was los war, aber nicht geweint, dass etwas Schlimmes ist, sondern ich habe geweint, weil ich war so erleichtert. Und dann bin ich hier auf dem Sofa gekommen, bin ich auf dem Sofa gesessen. Es war einfach, das war so komisch, das war so einfach wirklich, wirklich komisch, das Ganze. Am Wochenende, also es war ja mein Mann zu Hause, wir haben nichts gemacht, also Montag dann, ich hatte auch immer, also ich versuchte immer etwas, also genau, ich versuchte etwas herauszufinden. Ich habe gedacht, dass mit mir etwas nicht stimmt. Ich habe gemeint, das ist etwas Neurologisches bei mir nicht in Ordnung, weil ich hatte im Februar, Anfangs Februar noch Corona. Habe ich gedacht, ja, ich habe gehört, man kann etwas Neurologisches Problem bekommen und so weiter. Habe ich erst auch gegoogelt, aber ich habe nicht verstanden, warum ich so verändert war, dass ich so auf einmal eben die Bibel lesen wollte und über Jesus lesen wollte und es hat mich nichts mehr interessiert eigentlich diesen Moment. Nur, ja, ob ich normal bin, habe ich gedacht. Und dann habe ich nichts gefunden. Dann habe ich gedacht, ich gebe mal im YouTube oder im Google Jesus gesehen ein, oder? Habe ich Jesus gesehen eingegeben. Und dann sind sehr viele YouTuberinnen, also YouTuber gekommen, YouTube-Videos gekommen, die über Jesus gesehen haben, als Zeugnisse hatten und so weiter. Dann war ich beruhigt. Dann habe ich gedacht, okay, gut. Ich habe mich total beruhigt. Das war wirklich ein so schönes Gefühl, dass ich das erleben durfte. Das war wirklich mich komplett verändertes Gefühl. Also wirklich, ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich war so für mich, ich fühlte mich fremd, weil ich ganz anders gefühlt hatte. Am Montagmorgen habe ich dann nebendran von meinem Sofa, in einem Tischchen, habe ich sehr viele Karten, also sehr viele hatte ich, sehr viele Tarotkarten und so weiter, die ich bestellt habe und auch gelegt habe und so weiter und so fort. Also gelegt habe ich das Tischchen aufgemacht. Keine Ahnung, was da passiert ist. Habe ich diese Tarotkarten genommen, habe ich eine 100 Liter genommen, alles reingeworfen. Dann wurde ich nervös. Ich wurde so nervös, ich wollte alles
alles wegwerfen, was mit dem zu tun hatte. Ich hatte das Gefühl, ich muss das weg. Ich war so wütend drauf auf diese Sachen. Ich war wütend auf diese Karten, wütend auf diese Bücher, wütend auf alles, was mit dem zu tun hatte. Und ich wusste nicht warum. Ich wusste nicht warum. Ich wusste nicht, was das mit dem zu tun hatte, dass ich Jesus gesehen habe. Ich wusste nicht, was ich getan habe. Dann habe ich wirklich, glaube ich, sind 310 Liter Abfallsäcke gefüllt mit alles Mögliche. Die Puders habe ich erst langsam weggenommen. Mein Mann wusste immer noch nicht, was los ist mit mir. Er hat mich auch nicht gefragt. Ich weiß auch nicht, was das war. Das war wieso, ich musste das mit mir erstmal, ich musste jetzt mit mir klarkommen, was mit mir passiert ist. Ich hatte die Welt nicht verstanden. Es war alles so schön. Es hat alles geleuchtet. Ich wollte nur noch von Jesus lesen, hören. Ich wollte nur von ihm alles hören. Ich wollte sein Wort verstehen, die Bibel verstehen. Ich hatte so richtig Hunger, also nach seinem Wort, nach alles das. Also, und es ist auch so, dass bei mir eigentlich nach dieser Nacht hat sich so vieles verändert, also dass ich mich sogar verändert habe und dass meine Kundinnen in meinem Geschäft mich gefragt haben, was mit mir los ist. Ich leuchte so. Sie hatten alle immer das gemacht. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe schon gewusst, dass ja was mit mir passiert ist, aber ich wusste nicht, dass sie das auch sehen können, oder? Und alle Menschen auf der Straße oder im Zentrum, die haben mich angesmiled und keine Ahnung, ich wollte auch jeden umarmen, ich wollte jeden Menschen umarmen, ich wollte für alle kochen, ich wollte, ja, das war einfach so krass. Und am Mittwoch, also am Montag, wo ich die Sachen weggeworfen habe, hatte auch wirklich alle Schubladen aufgemacht, wirklich alles, was weggeworfen, was mit dem zu tun hatte. Am Mittwoch ging ich im WC, also bei uns im Badzimmer, und die Rollladen sind ein bisschen so zu gewesen, also nicht ganz zu, also ein bisschen so halb zu. Und auf einmal kam eine Taube da drauf. Eine Taube bei uns im Ort. Die war nicht weiß, die war grau, also hellgrau. Und die wollte rein. Die wollte einfach in dieses Badzimmer rein. Der Fenster war nicht offen, aber es ging auf diese Rolllade drauf. Und ich habe nur geschmunzelt. Ich habe einfach nur geschmunzelt, habe ich gesagt, oh, jetzt will so keiner eine Taube zu mir. Ich wusste auch nicht, was eine Taube ist in dieser Zeit. Ich wusste ja gar nichts von der Bibel. Ich war so neu. Ja, und dann habe ich dann gegoogelt und dann habe ich auch diese Zeugnisse gefunden, dass viele Menschen, vor allem Frauen, vom esoterischen Bereich kommen, also von New Age gekommen sind. Ich wusste nicht mal, dass es New Age heißt. Dass sie auch so etwas erlebt haben, dass sie auch ihre Sachen weggeworfen haben. Einer hat gesagt, man muss ja nicht verbrennen und so weiter. Ich wusste ja nicht, was ich gemacht habe. Das habe ich dann von den Videos erfahren, dass sie das auch gemacht haben. Und habe ich gedacht, wow, das ist so krass. Das ist so unglaublich. Wie ist das überhaupt nur möglich? Ich hatte auch einen Maya-Kalender bei mir aufgehängt. Ich habe diese Omzeichen noch bei mir aufgehängt. Also ich war total in dem Zeug rein. Ich hatte hier hinten ein großes Gemälde mit ägyptischen Pharaonen und so weiter. Und alles ist weg. Also wir haben das komplett weggemacht. Mein Mann wusste immer noch nichts, was los ist. Also nachdem wir das erfahren haben, haben wir auch die Gemälde weggemacht und so weiter. Da hat er mir mitgeholfen. Ich habe auch in dieser Zeit, wo ich dann, also das war auch noch etwas, und zwar ich hatte ja so griechische Ikonen gehabt mit Maria und Jesus, und
die hatte ich mal früher gehabt von meinen Eltern, aber die hatte ich in eine Tasche reingesteckt und jahrelang waren die irgendwo und ich wusste nicht mal, wo sie waren. Ne? Aber am Montag oder Dienstag, ich weiß jetzt nicht mehr genau, also nachdem das passiert ist, wusste ich, wo die sind. Ich habe sie direkt dort auch genommen, rausgenommen, die Maya-Kalender weggenommen und dann habe ich eine Ikone drauf gemacht mit der Maria und Mutter Gottes und Jesus. Krass. Also das wirklich, ja, vorher wusste ich nicht, wo das war oder wenn ich das auch gesucht hätte, ich hätte das niemals gefunden. Aber ich wusste ganz genau, wo das war, nachdem mir das passiert ist. Und auch Weihrauch. Ich hatte ja früher immer eigentlich ausgeräuchert, wie schamanisches Ausräucherung gemacht. Und also diese Woche, dann habe ich Weihrauch gehabt, noch altes Weihrauch vom Früheren, wo ich mal gekauft habe. Und das habe ich wirklich nicht viel genützt. Habe ich sogar gewusst, wie man das macht. Wie man diese Stöfchen, oder wie das heißt, und was auch immer das ist, wie man das benutzt. Vor dem musste ich immer, zuerst hatte ich googeln müssen, wie man das benutzt und niemand hat es wirklich gesagt, ob man die Kohle auf dem Gitter drauf oder unter dem Gitter, was auch immer. Und ich wusste ganz genau, wie man das auch benutzt. Das war so wie, als hätte ich das immer schon gewusst. Und in dieser Zeit habe ich auch vieles erlebt. Also ich habe wirklich vieles erlebt, was auch die Höhle betrifft. Ich habe auch erlebt, dass also ich hatte auch ganz intensive Träume über die Höhle. Als ich die Ikona draufgetan habe in unseren Gang, der Gang wurde wie dunkel, also das hat der Teufel überhaupt nicht gern, also er mag das gar nicht. Und er hat mich immer versucht, Angst zu machen und hat mich immer versucht, ja, ich wollte sogar nicht mehr aufs WC gehen, über diesen Gangbereich, also es war ganz komisch, aber ich hatte ein gutes, starkes, liebendes, wohliges Gefühl, also ich musste einfach da durch. Dann ging es so weiter, dass ich eigentlich mein Reiki-Diplom verbrennen wollte. Ich hatte das Gefühl, ich muss diese Sachen verbrennen. Alles, was so mit solchen Sachen sind, wollte ich rausnehmen und verbrennen. Und ich habe es bis heute nicht gefunden. Leute, ich habe es bis heute nicht gefunden. Ich habe meine ganze Wohnung rausgesetzt, ich habe den Keller ich habe mein Geschäft zusammen mit meiner Arbeitskollegin genommen. Wir haben diese Diplom nicht mehr gefunden. Ja? Aber es ist mir auch egal. Anfangs ist mir das so egal, weil das bedeutet mir wirklich nichts. Wenn ich es irgendwann mal finde, werde ich das zerreißen und verbrennen. Aber momentan bedeutet es, und das bedeutet mir wirklich nicht, weil ich weiß, zu wem ich gehöre zum Jesus. Und das ist mir viel wichtiger. Ja, auch mein Geschäft habe ich total umgestaltet, kann man sagen, weil wir hatten auch Buddhas und zum Räuchern mit Buddhas und alles solche Sachen. Dann habe ich meine Kollegin gesagt, hey, schau mal, ich möchte gerne alles weg. Sie hat auch nicht gewusst, was mit mir los ist. Niemand hat verstanden, was mit mir los ist. Ich habe es zwei, drei Kunden gesagt, wo ich sehr ein gutes Verhältnis habe, aber viele wissen es bis heute nicht. Vielleicht erfahren die das jetzt über dieses Video. Und also dann haben wir das ganze Geschäft, alles, was mit dem zu tun hat, mit dem esoterischen New Age zu tun hat, haben wir alles weggeworfen. Wir haben ungefähr 2 Einkaufswagen voll gemacht und weggeworfen. Und an dieser Nacht hatte ich dann einen Traum, das war ein Traum. Und zwar war ich dort in dem Gang bei mir im Geschäft. Vis-à-vis von meiner Türe vom Geschäft hat es noch eine Türe, das ist ein Raum, wo man kann sitzen und etwas essen und so weiter, für alle dort. Das ist ein Einkaufszentrum und ich war in diesem Gang, dann wollte ich in diesen Raum rein. Ich ging auch in diesen Raum rein und dieser Raum war ja dunkel und der Gang war aber mit Licht. Und die Türe ging langsam natürlich hinter mir zu. Super. In meinem Traum drinnen, oder?
Dann habe ich die Tür versucht zu aufmachen, dass es nicht zugeht. Das war auch schwierig, auch schwer, als würde jemand ziehen und ich ziehe und es ging einfach nicht richtig auf. Ich wollte einfach nicht dort reinbleiben, in diesem dunklen Raum, wenn die Tür zugeht. Das ist ja normal, wenn man im Traum drinnen ist und so etwas passiert, bekommt man ja Panik. Gut, ich habe die Tür geöffnet, ging dann raus im Gang. Und ganz weit vorne beim Gang, wo man eigentlich zu uns kommt, hinten, und dann geht es nicht mehr weiter, also das ist wie eine Sackgasse, zu uns kommt, ist vor mir ganz vorne eine schwarze Gestalt gestanden, also richtig schwarz, ich glaube mit Hörner, keine Ahnung was, es war einfach nur schwarz und böse. So habe ich das Gefühl gehabt und ich habe das Gefühl gehabt, der Teufel. Gut, dann habe ich ihn gesehen in meinem Traum jetzt, ja, und anstatt dass man wegläuft oder irgendwie Angst bekommt und was auch immer, ich bin auf ihn losgerannt. Versteht ihr, Leute? Ich bin auf ihn losgerannt und habe ich gesagt, komm nur zu mir, komm einfach, du kannst mir nichts antun, komm. Und er ist natürlich zu mir auch gekommen, also ist auch gerannt und ich bin gerannt und wir haben uns auf der Luft so zusammengestoßen. Ich war so. Und ich weiß auch nicht, wie er war, aber es hat sich dann in Luft aufgelöst. Es hat sich dann in Luft aufgelöst. Ich habe mich so stark gefühlt und ich habe mich richtig, richtig, richtig stark gefühlt. Dann habe ich mir auch eine Bibel bestellt. Also mein Sohn wollte auch eine Bibel in dieser Zeit. Also wir haben auch viel über das geredet. Er weiß aber immer noch nicht, was mit mir passiert ist. Er hat auch gemerkt, dass etwas sich verändert hat. Aber mein ganzes Umfeld hat sich verändert. In dieser Zeit hat sich so viel... Für das mache ich aber ein separates Video, weil das geht schon jetzt sehr lange. Und dann habe ich mir die Bibel bestellt und dann ist die Bibel gekommen und ich bin nach Hause, weil die Bibel habe ich ins Geschäft bestellen lassen. Bin ich nach Hause gekommen, dann habe ich Wasser gestellt zum Kochen, wollte Teigwaren machen, Spaghetti. Ja, das war eigentlich ganz normal. Ja, Fernseher war zu, alles war okay. Ja, also dann bin ich auf dem Sofa gesessen, habe ich meine Brille angezogen, habe gedacht, ja, dann schaue ich mal, was so steht in der Bibel. Ich war richtig nervös, die Bibel aufzumachen und zu lesen. Und dann hatte ich mit Genesis angefangen. Ja, mache ich auf. Und in diesem Moment, wo ich die Bibel aufklappe, hat einfach der Drucker angefangen, ist auf und zu gehen. Fernseher ist auf und zu gegangen. Dort, wo ich das Wasser gekocht hatte, hat das Licht gesponnen. Also die Lichter haben auf und zugegangen und so weiter. Es war richtig, richtig etwas los hier. Wie so ein paranormaler Film. Keine Ahnung, das war wirklich, wirklich, wirklich krass. Dann habe ich nur gedacht, wow, okay. Aber in diesem Moment, wo ich die Bibel aufgemacht habe, habe ich wie gespürt, oder ich habe wie gedacht, dass so wie etwas rausgesprungen ist oder wie etwas so, ich kann es nicht erklären, was es genau war. Okay, auf jeden Fall, es war wirklich nicht normal. Dann habe ich gedacht, okay, beruhigt dich, das ist sicher irgendwie, hat das Problem mit dem Strom gegeben und dann hat das so gemacht. Dann bin ich zu meinen Kindern im Zimmer gegangen, habe ich geklopft, hey, Jungs, also meine Kinder sind ja 27, 23, ja, also keine kleinen Kinder, erwachsene Männer. Da habe ich gesagt, ey, was war denn das und so mit dem Licht, ist bei euch wieder das Licht angegangen? Da haben die mich so angeschaut. Was ist mit dir los? Es ist nichts passiert. Und ich so, was ist nichts passiert? Bei mir im Wohnzimmer ging da irgendwie, keine Ahnung, was los war. Nein, bei uns ist nichts und so, nichts ist bei uns und so weiter. Da habe ich gesagt, das ist komisch. So, Mami, beruhig dich, es ist nichts. Okay, habe ich gedacht, gut, dann ist es nichts. Okay, dann bin ich wieder zurückgekommen und habe gedacht, okay, dann war es natürlich nichts. Aber ich habe es ja gesehen, dass etwas war. Musste aber eigentlich nur noch schmunzeln. Habe ich gedacht, okay, gut. So wie die letzten Dämonen irgendwie weggegangen. Ja, und das ist
seitdem passieren auch sehr viele Sachen, also sehr viele positive Sachen. Mein Mann hat zum Beispiel aufgehört zu rauchen. Wir gehen immer wieder ein Kerzchen anzünden in der Kirche. Wir sind jetzt keine Kirchengänger, aber wir gehören zum Jesus. Wir gehören zum Jesus. Wir sind Jesus Kinder, ja. Und das ist das Wichtigste, Leute. Leute, ich habe auch nicht gewusst, dass es, was ich gemacht habe vorher, dass es New Age heißt. Ich habe keine Ahnung gehabt, in welchem Weg ich war und wie viele Menschen noch da drin stecken, wie viele Menschen mit dieser Sache da drin sind. Also ich muss noch etwas sagen, aber dann ist fertig für heute. Und zwar, ich hatte bevor mir das passiert ist, also letztes Jahr, vorletztes Jahr, hat eine Kundin, die hatte viel über Jesus gesprochen. Sie hat auch gefragt, ob ich an Jesus glaube. Ich dachte, ja, ich glaube an Jesus. Aber das sagt man einfach so. Ich habe wirklich nicht wirklich geglaubt wie jetzt. Ich weiß, dass er jetzt die Wahrheit ist. Er ist die Wahrheit. Und nur nicht eine Religion. Das ist keine Religion, wo man in der Kirche geht und etwas glauben muss oder etwas vorgegaukelt wird um etwas glauben. Es geht um Jesus, es geht um Gott, es geht um unseren Vater im Himmel und Jesus ist keine Religion. Jesus ist die Wahrheit, Leute, die Wahrheit. Und dann hat sie mir dann irgendwie eine Woche später noch eine Bibel gebracht und das war auch so sehr speziell. Da habe ich gedacht, wieso bekomme ich jetzt von dieser Frau eine Bibel? Ja gut, diese Bibel habe ich mir einfach irgendwo reingeworfen und ich hatte wirklich auch mich noch lächerlich gemacht über diese Bibel. Also das habe ich sehr viel geweint. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel geweint über meine Fehler und über meine Sachen, die ich gemacht habe. Das tat richtig weh. Also es tat richtig weh. Weil als mir das passiert ist mit Jesus, ich habe sicher um die 3 Wochen geweint. Also ich habe wirklich wie ein Film gesehen von meinem Leben, von meinem vergangenes Leben. Ich habe wirklich alle meine Taten gesehen, die nicht gut waren. Wo ich gedacht habe, ich habe etwas Gutes gemacht, habe ich gesehen, dass es gar nicht gut war. Meine Augen haben sich geöffnet. Ich habe wirklich die Wahrheit gesehen. Und das hat so wehgetan in mein Herz. Das war wirklich sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Und dann habe ich dann diese Bibel mit nach Hause genommen, habe ich in diese Bibel aufgemacht und dann habe ich ein Papierchen gefunden, müsst vorstellen, ein Jahr später, ja, und in Hand geschrieben, ich weiß nicht mehr was, ich muss es mal wieder suchen oder was auch immer, vielleicht habe ich es nicht mehr, etwas Unschönes geschrieben, es war auf jeden Fall ein Psalm. Und das habe ich dann fotografiert, also ich habe die Bibel dann fotografiert auf mein Tischchen und mich bedankt an ihr, weil ich hatte sie noch in mein WhatsApp, war noch in mein Freundschaft-Ding rein, habe mich dann bei ihr bedankt, ohne weiteres nur Dankeschön, Herzchen und so weiter. Und sie hat auch nur Herzchen und Küsschen zurückgeschickt, auch nicht gefragt, was ist mit ihr passiert oder was ist jetzt los nach einem Jahr und so. Diese Frau habe ich nie wieder mehr gesehen. Sie kam früher immer wieder, wir haben sie eigentlich, nicht so viel gehabt als Kundin, aber sie war sehr speziell. Und ich habe sie auch nicht mehr gehört und gesehen seitdem. Also seit sie mir die Bibel gegeben hat, sagt man so. Und natürlich habe ich ihr geschrieben, aber ich habe seitdem auch nichts mehr gehört. Ja, ist auch sehr speziell, wegen dieser Bibel. Und ich wollte einfach euch wirklich durch das, was ich erlebt habe, durch mein Erlebnis, möchte ich euch einfach Leute, ich hoffe wirklich, ihr habt Jesus gespürt und ich hoffe wirklich, dass ihr, wenn ihr irgendwo seid in diese esoterische Linie, irgendwo drinnen sitzt oder ihr meint, ihr kommt weiter mit dem, lasst es sein. Lasst es wirklich sein. Wirklich. Lasst es sein, weil es ist nicht das Richtige. Es ist nicht
das Richtige. Ich habe es selber erlebt. Ich kann es nur von mir sagen, was ich erlebt habe und wie ich das erlebt habe. Ich war so tief in dieser Sache drinnen. Gott ist wirklich der Einzige, der euch helfen kann, der Einzige, der euch Ruhe in der Seele geben kann. Seitdem habe ich wirklich Ruhe in der Seele. Ich muss nicht mehr suchen, ich muss nicht mehr lesen. Ich schaue auch kein Fernsehen mehr, ich schaue nichts mehr, dein Tagesschau, kein was passiert ist, interessiert mich in dem Sinn. Nicht so wie früher, wenn ich etwas höre, höre ich das von einer Kundin von mir, wenn etwas ist, bekomme ich natürlich auch mit, aber ich bin nicht mehr in dieser Welt, wo ich vorher war. Also ich bin nicht mehr dieser Mensch. Diese alte Version ist gestorben und ich bin jetzt eine neue Version von mir. Und das mit dem Heiligen Geist, sagt man, dass ich wirklich erfüllt bin durch den Heiligen Geist. Und ich beschäftige mich nur mit dem, also ich lese die Bibel, ich höre Prediger, ich bin nur mit dem alles. Und ich will nichts mehr hören von Esoterik. Sobald ich irgendein Video in mein YouTube vorgeschlagene Video über irgendetwas, solche Sachen, ich sperre dieses Video sofort, ich habe kein Interesse und so weiter. Und ich hatte auch eine Zeit lang, ich habe wirklich allergisch reagiert auf Leute, die mit esoterischen Sachen zu tun hatten. Also nicht böse gemeint, aber es war so wie, oh, redet mir bitte nicht mehr über dieses Teufelszeug, weil ihr wisst nicht, was ihr tut. Wirklich, ihr wisst nicht, wenn jemand, ich hoffe, ich habe auch immer gesagt, wieso hast du mir nichts gesagt? Wieso habt ihr mir nichts gesagt? Oder wieso? Ich hätte nicht gelost. Und das stimmt auch. Du bist so mit dem Zeug drinnen, dass du nicht los. Der Teufel macht deine Augen zu. Dies ist das Problem. Er macht deine Augen zu. Du kannst nicht hören und nicht sehen. Du musst selber aus dem rauskommen. Auch wenn ich dir sage, du wirst es nicht machen. Du wirst denken, was labert sie jetzt? Oder was, ach komm, oder? Nein, wir sind in einer modernen Welt und wir sind jetzt, keine Ahnung was. Es ist nicht so. Jesus war, ist und wird immer sein. Das ist es. Es gibt keine Wahrheit, es gibt dann keine Religion, es gibt nur Jesus und Gott. Nur das. Leute, also, ich hoffe, ich mache noch ein Video. Schreibt mir unter den Kommentaren. Und wenn jemand so etwas erlebt hat, wenn jemand auch Jesus gesehen hat oder auch erlebt hat, er muss ihn ja nicht gesehen haben, wie ich das heißt, jeder wird anders abgeholt von ihm. Jeder, der einmal klopft an seine Tür, wird auch wirklich anders abgeholt. Kann er es gerne mit mir auch teilen, diese Erfahrung. Ich würde mich wirklich, wirklich sehr freuen, euch kennenzulernen, was ihr so auch erfahrt habt, wie ihr auf Jesus gekommen seid. Wenn ihr möchtet, können wir auch zusammen ein Video machen für die Leute, für die Menschen, dass viele von ihnen erfahren und viele von dem Esoterik wegkommen. Ja, das war heute mein Zeugnis und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es in Ordnung war mit meinem Deutsch, also Hochdeutsch, Schweizerdeutsch war natürlich ganz anders. Und ja, wir hören uns und wir sehen uns. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, tschüss.